Wir sitzen in unseren warmen Wohnungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, scrollen durch die Nachrichten und sehen die Frontlinien in der Ukraine, die sich seit Monaten kaum bewegen. Es fühlt sich an wie ein fernes, eingefrorenes, fast schon normalisiertes Problem. Ein schrecklicher Krieg, ja, aber einer, der weit weg ist. Eingedämmt. Ein zähes Ringen in den Schützengräben Osteuropas. Wir haben uns an die Bilder gewöhnt. Wir wiegen uns in einer trügerischen, gefährlichen Sicherheit. Aber das ist eine Lüge, eine tödliche Illusion. Die Wahrheit ist, dass dieser Krieg wahrscheinlich gerade in seine gefährlichste Phase eintritt. Die Ruhe an der Front ist die unheimliche Stille vor dem Sturm. Denn hinter den Kulissen, im Maschinenraum des Kremls, greift eine stille Panik um sich. Wladimir Putin, der Zar im Kreml, verliert. Sein Land blutet wirtschaftlich aus. Seine Armee ist technologisch unterlegen und wird jeden Tag gedemütigt. Und ein in die Enge getriebenes, verwundetes Raubtier ist am unberechenbarsten. Es schlägt wild um sich. Sein Ziel ist nicht mehr nur die Ukraine. Sein Ziel ist es, uns, die NATO, die EU, in diesen Krieg hineinzuziehen, um vom eigenen Versagen abzulenken und das gesamte Schachbrett umzuwerfen. Er sucht die Eskalation aus Verzweiflung. Und genau deshalb, weil er verliert, ist er heute gefährlicher als je zuvor. Europa steht vor einer unmittelbaren, existenziellen Gefahr. Lass uns die Fassade des Kremls einreißen und einen Blick auf die brutale Wahrheit werfen, die Putins Regime an den Abgrund treibt. Die groß angekündigte russische Sommeroffensive ist verpufft. Sie hat nichts erreicht, außer einem schrecklichen Blutzoll von 800 Opfern pro Tag, ohne strategische Gewinne. Die ukrainischen Festungslinien halten stand. Aber der wahre Krieg, der Krieg, den Putin gerade verliert, ist der Wirtschafts- und Technologiekrieg. Stell dir eine Drohne vor, die leise und unbemerkt durch die Nacht fliegt. Nicht über der Ukraine, sondern tief im russischen Hinterland. Ihr Ziel: eine Ölraffinerie in Westsibirien, 2000 Kilometer von der Grenze entfernt. Es ist der bisher tiefste Schlag des Krieges, und er ist kein Einzelfall. Die ukrainische Technologie, so sagt der ehemalige Verteidigungsminister Andriy Zagorodniuk, hat den alten Krieg für tot erklärt. Russlands riesiger Schrottplatz an altem Militärgerät ist nutzlos geworden. Diese Drohnenangriffe haben Russlands empfindlichste Ader getroffen: seine Ölinfrastruktur. Nach Schätzungen sind bereits 38% der primären Raffineriekapazität des Landes außer Betrieb. Das Ergebnis ist eine bizarre Umkehrung der Tatsachen. Russland muss plötzlich Notfalltreibstoff aus China importieren. In 20 russischen Regionen wird der Treibstoff bereits rationiert. Du musst nicht den Analysten glauben. Hör auf die Stimmen der Menschen, die im System gefangen sind. Auf Telegram schreibt die Frau eines Soldaten: Sie haben meinen Mann in der letzten Mobilisierung geholt. Seit 6 Monaten habe ich nichts gehört. Das Geld stoppte vor 2 Monaten. Sie sagen uns, wir sollen Patrioten sein, aber meine Kinder haben Hunger. Auf einem russischen Forum postet jemand aus einer Provinzstadt: In Moskau tun sie so, als wäre alles in Ordnung. Hier in Samara stellt die Fabrik, die früher Maschinenteile herstellte, jetzt nur noch Särge her. Die Tankstelle meines Cousins hat keinen Treibstoff. Wir leben in einem Zeitlupenkollaps, aber wir dürfen es nicht sagen. Die Einnahmen brechen weg. Der staatliche Reservefonds ist praktisch leer. In seiner Verzweiflung erwägt der Kreml absurde Maßnahmen wie eine Parasitensteuer für angebliche arbeitsscheue Bürger. Putin hat versucht, die wahren Defizite zu verschleiern, indem er seine Banken zwingt, Kredite an den militärisch-industriellen Komplex zu vergeben. Aber das ist nur eine Zeitbombe, die eine massive Bankenkrise vorbereitet. Und während dieses Feuer im Inneren brennt, zieht am Horizont ein zweiter, noch größerer Sturm auf: der drohende Zusammenbruch des Ölpreises. Saudi-Arabien und die Golfstaaten fluten den Markt. Analysten erwarten einen Ölpreis von $50 oder sogar im niedrigen $40-Bereich. Real gerechnet sind das die gleichen verheerenden Preise, die in den 1980er Jahren die Sowjetunion in den Bankrott getrieben haben. Die Uhr tickt für Putin, und genau das ist die unmittelbare Gefahr für Europa. Er muss eskalieren, um nicht unterzugehen. Experten in Osteuropa schlagen Alarm. Die Chancen, dass der Krieg auf Europa übergreift, sind jetzt extrem hoch. Für unseren westlichen Verstand klingt das selbstmörderisch. Aber seine Kriegswirtschaft läuft auf Hochtouren, während Deutschland und die europäische NATO gerade erst anfangen, ihre Rüstungsproduktion hochzufahren.
Sein Zeitfenster für eine Konfrontation mit einem noch unvorbereiteten Europa wird nie wieder so weit offen sein wie jetzt. Ein gut ausgewählter, begrenzter Konflikt könnte die tiefen Spaltungen innerhalb der NATO aufdecken. Stell dir Narva vor, die estnische Stadt, direkt an der russischen Grenze. 58% der Bevölkerung sind ethnische Russen. Es wäre ein leichtes, dort nach dem Vorbild von Hitlers Sudetenland-Taktik einen undurchsichtigen Konflikt zu inszenieren, um die Entschlossenheit der NATO zu testen. Oder ein Vorstoß in die Suwalki-Lücke, jenen schmalen Korridor, der Weißrussland mit der russischen Exklave Kaliningrad verbindet, um das Baltikum vom Rest der NATO abzuschneiden. Und es gibt noch eine dunklere Ebene. Sicherheitskreise sprechen von einem Pakt zwischen Putin und Xi Jinping. Russland zermürbt die NATO, während China dafür sorgt, dass die russische Wirtschaft nicht kollabiert. Chinas Außenminister Wang Yi sagte es im Juli ganz offen. Peking braucht Russland im Krieg, um die USA davon abzuhalten, ihre volle Aufmerksamkeit auf China zu richten. Es sind zwei Fronten desselben globalen Konflikts. Aber während Putin sein verzweifeltes Spiel spielt, gibt es Kräfte in unserem eigenen Hemisphäre, die diese Krise nicht als Bedrohung, sondern als Chance sehen. Frag dich, cui bono? Wem nützt ein Zustand der permanenten Krise und Angst? Der Europäischen Union. Einer EU, deren Wirtschaft seit Jahren stagniert, deren politisches Projekt an Legitimität verliert. Für die Bürokraten in Brüssel ist dieser Krieg ein Geschenk des Himmels. Er liefert die perfekte Rechtfertigung für das, was sie immer wollten. Mehr Zentralisierung, mehr Kontrolle, mehr Macht. Unter dem Vorwand der Kriegsökonomie und der nationalen Sicherheit wird ein Apparat der Überwachung und Kontrolle aufgebaut, den George Orwell sich nicht düsterer hätte ausmalen können. Der digitale Euro, die digitale Identität, die Verfolgung von Desinformation, all das sind die Bausteine für einen digitalen Gulag. Ein System, in dem dein Leben, deine Meinung und dein Vermögen komplett unter der Kontrolle des Staates stehen. Und dieser Krieg ist der Brandbeschleuniger für seine Errichtung. Sie werden dich in diesen Krieg zwingen, ob mit einem Gewehr in der Hand oder indem sie dich finanziell ausbluten lassen. Was bedeutet das alles für dich? Hier im sicheren deutschsprachigen Raum. In Deutschland würde die Regierung wahrscheinlich den Spannungsfall ausrufen. Das ist die Vorstufe zum Verteidigungsfall, verankert im Grundgesetz. Du würdest es zuerst in den Nachrichten hören. Dann siehst du es auf den Straßen. Militärkonvois auf der Autobahn, Zivilschutzsirenen, die heulen. Und dann kommen die persönlichen Konsequenzen. Die Debatte ist längst da, aber in diesem Fall wird sie zur Realität. Die Wiederbelebung der Wehrpflicht. Plötzlich erhalten junge Männer und wahrscheinlich auch junge Frauen in deinem Umfeld wieder Einberufungsbescheide. Und vergiss die Corona-Lockdowns, das war eine Übung in Unannehmlichkeit. Wir sprechen hier von echten Sicherheitslockdowns. Ausgangssperren nicht wegen eines Virus, sondern wegen einer realen Bedrohung. Reisebeschränkungen, Kontrolle der Kommunikation, Rationierung von Benzin. Und wie wird das alles bezahlt? Der Sozialstaat soll weiterlaufen, gleichzeitig muss die Bundeswehr aufgerüstet werden. Es gibt nur eine Antwort. Massive Steuererhöhung, eine Anhebung der Mehrwertsteuer, ein Kriegssoli auf dein Einkommen, vielleicht sogar die Zwangsanleihe bei den Vermögenden. Dein Wohlstand wird zur Kriegsressource des Staates. In Österreich ist die Situation anders, aber nicht weniger ernst. Deine Regierung würde auf die immerwährende Neutralität pochen. Aber in einem europaweiten Konflikt, der direkt an deinen Grenzen tobt, wird Neutralität zu einem fast theoretischen Konzept. Die Neutralität ist ein Schönwetterkonzept. Wenn der Sturm losbricht, wird jeder gezwungen sein, eine Seite zu wählen. Das Bundesheer würde in höchster Alarmbereitschaft die Grenzen sichern. Dein Land würde überflutet von Flüchtlingen. Die wirtschaftlichen und sozialen Schockwellen würden dich mit voller Wucht treffen. Und die Schweiz? Die berühmte Festung, die bewaffnete Neutralität. Sie würde zu einer belagerten Insel des Wohlstands. Die Armee würde mobilisiert, die berühmten Bunker vorbereitet. Gleichzeitig würde das Land von Kapital aus dem unsicheren Europa geflutet, was den Franken in den Himmel schießen und die Exportindustrie zerstören würde. Als Insel innerhalb einer chaotischen EU wären die Lieferketten bedroht. Die Schweiz wäre sicher, ja, aber es wäre eine goldene, isolierte Käfighaltung. Das ist die Realität, vor der wir stehen. Du kannst nicht länger hoffen, dass die Politiker es richten werden.
Die gleiche politische Klasse, die uns in dieses Desaster aus Energieabhängigkeit und militärischer Schwäche geführt hat, wird uns nicht daraus retten. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, an deinem Plan B zu arbeiten. Aber es geht nicht mehr nur um 3 simple Säulen. Es geht um ein komplettes System, ein Arsenal an Werkzeugen, um deine Freiheit, dein Vermögen und deine Familie zu schützen. Genau dieses System lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung in der Beratung von Menschen wie dir. Es ist keine theoretische Abhandlung, es ist eine Blaupause für deine Freiheit. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt nicht nur zu überleben, sondern erfolgreich zu sein. Werkzeug Nummer 1. Weitere Staatsbürgerschaften. Stell dir vor, dein Heimatpass ist keine Eintrittskarte in die Welt mehr, sondern eine digitale Fessel. Ein Klick in einer Brüsseler Datenbank und deine Reisefreiheit wird per App eingeschränkt, weil du dich nicht systemkonform verhältst. Schlimmer noch, dein Pass macht deine Kinder für eine digital erfasste Wehrpflicht greifbar, zieht sie in Konflikte, die nicht ihre sind. Eine zweite Staatsbürgerschaft ist die ultimative Versicherungspolice dagegen. Es ist der unzerbrechliche Schild, der dich und deine Familie aus diesem System herauslöst. Es ist dein Notausgang, der dir garantiert, dass du immer eine Wahl hast, egal wie totalitär dein Heimatstaat wird. Werkzeug 2. Internationale Aufenthaltstitel. Stell dir die neuen EU-Superbehörden wie die Anti-Geldwäschebehörde AMLA vor, wie eine digitale Krake, deren Tentakel durch ein europaweites Kontenregister in dein gesamtes Finanzleben greifen. KI-gestützte Überwachung wird zur Norm, aber ihre Macht endet an den Grenzen der EU. Ein legaler Wohnsitz im richtigen Land außerhalb dieser Festung ist deine Tarnkappe. Er durchbricht die Logik des Systems. Für die Algorithmen der EU wirst du praktisch unsichtbar, ein Geist in ihrer Maschine, dessen Vermögen sie nicht mehr erfassen können. Werkzeug Nummer 3. Banking jenseits der EU. Der programmierbare digitale Euro, die CBDC, ist keine Verschwörungstheorie mehr. Er ist ein erklärtes Ziel. Ein Geld, das der Staat jederzeit abschalten, entwerten oder mit einem Verfallsdatum versehen kann. Kombiniert mit neuen EU-Richtlinien wie DAC 8, die totale Transparenz über Kryptovermögen erzwingen, ist das Ende der finanziellen Privatsphäre besiegelt. Ein Bankkonto außerhalb der EU in einer stabilen Jurisdiktion ist deine persönliche Arche Noah. Es ist der Ort, an dem du echte, unpolitische Werte sicherst, weit weg von der Reichweite programmierbarer Währungen und automatisierter Vermögensabgaben. Werkzeug Nummer 4. Globale Vermögensdiversifikation. Die Schulden, die jetzt für Aufrüstung und den Sozialstaat gemacht werden, müssen bezahlt werden. Die Jagd nach deinem Vermögen durch neue Reichen- und Vermögensteuern ist bereits politisch geplant und beschlossen. Die einzige Antwort ist eine globale Diversifikation. Dein Vermögen darf nicht wie eine Zielscheibe an einem Ort konzentriert sein. Es muss wie ein Guerillanetzwerk über die ganze Welt verteilt sein, in Immobilien, Edelmetallen, Aktien, in verschiedenen Währungen und Jurisdiktionen, strategisch positioniert, wo der europäische Fiskus nicht zugreifen kann. Werkzeug Nummer 5. Strategische Neupositionierung. Noch sind die Türen relativ offen. Noch kannst du Vermögen verlagern, Firmen gründen, Wohnsitze anmelden. Aber dieses Zeitfenster schließt sich. Mit jeder neuen Krise werden neue Kontrollen und Kapitalverkehrsbeschränkungen eingeführt. Die strategische Neupositionierung heute ist der entscheidende Schritt, um deine digitale und physische Angriffsfläche zu reduzieren, bevor eine Verlagerung unmöglich gemacht wird. Jeder Wohnsitz, jedes Konto, jede Firma außerhalb des Systems ist ein Zug auf dem Schachbrett, bevor dein Gegner dich matt setzt. Und dann Werkzeug Nummer 6. Internationale Unternehmensstrukturen. Dein Unternehmen in Deutschland ist ein gläserner Selbstbedienungsladen für einen Staat in der Krise. Neue Steuern und Abgaben zur Stopfung von Haushaltslöchern können jederzeit willkürlich eingeführt werden. Eine internationale Unternehmensstruktur, eine krisensichere Festung außerhalb der EU schützt dein Lebenswerk. Sie ermöglicht es dir, legal und effizient zu wirtschaften, ohne zur Melkkuh eines bankrotten Systems zu werden, und schützt dich davor, zum gläsernen Unternehmen zu werden. Werkzeug Nummer 7. Grenzüberschreitende Nachlassplanung. Was nützt es, ein Leben lang Vermögen aufzubauen, wenn der Staat im Moment der Übergabe an die nächste Generation einen Großteil davon konfisziert?
Mit neuen, aggressiven Erbschaftssteuergesetzen ist genau das zu erwarten. Eine intelligente, grenzüberschreitende Nachlassplanung, die Stiftungen und Trusts im Ausland nutzt, sichert dein Lebenswerk für deine Kinder und Enkel. Es ist der letzte und wichtigste Akt der Souveränität, um dein Vermächtnis dem staatlichen Zugriff zu entziehen. In unserem exklusiven Intensivseminar in Zürich erhältst du nicht nur theoretisches Wissen, sondern erarbeitest konkrete, sofort umsetzbare Lösungen. Du verlässt das Seminar mit einem präzisen Aktionsplan, der auf die Abwehr des Überwachungsstaates zugeschnitten ist. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Die Werkzeuge für deinen Plan B müssen implementiert sein, bevor das digitale Netz sich vollständig schließt. Und bei unserem nächsten Seminar im November haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der sich mit geopolitischen Krisen auskennt wie kaum ein anderer. Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er hat unzählige Stunden in Gesprächen mit den Mächtigen der Welt verbracht. Und ja, er kennt Wladimir Putin persönlich. Er wird dir Insider-Einblicke geben, die du nirgendwo sonst bekommst. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Wenn du verstanden hast, dass Hoffnung keine Strategie ist und bereit bist, deinen persönlichen Fluchtplan zu schmieden, dann ist dies deine einmalige Chance. Hör auf, ein passives Opfer der geopolitischen Entwicklungen zu sein. Werde zum Architekten deiner eigenen Souveränität. Buche jetzt deinen Platz für das Schweizer Taschenmesser-Seminar über den Link in der Beschreibung. Lerne von den Besten, einschließlich Ex-General Warth, und baue deine Festung, bevor es zu spät ist. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.